Wir befinden uns hier im Steinfeld im Bereich des Großen Föhrenwaldes im südlichen Niederösterreich im Bezirk Neunkirchen. Aufgrund der vorherrschenden Jahresmitteltemperaturen von 9,4 Grad und den sehr niedrigen Jahresniederschlagssummen von 500 mm und darunter befinden wir uns hier an der unteren Waldgrenze. Die Schwarzkiefer, die hier stockt, wurde künstlich begründet. Hier im Wuchsgebiet 8.1 im Pannonischen Tief- und Hügelland wäre an und für sich Pflaumeichen-Mischwälder, Pflaumeichen-Hainbuchenwälder vertreten. Ja, die Durchforstung hilft gegen das Triebsterben. Bei Dichtstand die Stammzahl zu reduzieren, hilft die Luftfeuchte im Bestand auch abzusenken und damit den Infektionsdruck zu reduzieren. Weiter helfen Durchforstungen, klassisch wie auch bei anderen Baumarten, um die intraspezifische Konkurrenz um Nährstoffe und Wasser ebenfalls zu reduzieren und damit die Widerstandsfähigkeit der Bäume zu erhöhen. Weiter werden ganz klassische phytosanitäre Maßnahmen empfohlen, wie die Entnahme von stark befallenen Bäumen, um das Auftreten von Massenvermehrungen, von Sekundärschädlingen zu verhindern. Und wenn es forsttechnisch möglich ist, wie hier in dem Gebiet, im ebenen Gebiet, im Schleppergelände, wird weiter empfohlen, nach Nutzungsmaßnahmen Äste, Kronen zu mulchen, um weiteres Infektionsrisiko auch so gut wie möglich zu reduzieren. Während gravierende Schäden durch das Diplodia-Triebsterben, durch das Kieferntriebsterben in den letzten Jahrzehnten in deutlich wärmeren, trockenen Regionen aufgetreten ist, ist es mittlerweile vermutlich auch eine der Auswirkungen des Klimawandels hier in dieser Region angekommen. In diesem Bereich, wo wir uns heute befinden, im Föhrenwald, ist das Schwarzkieferntriebsterben schon längere Zeit ein Thema. Was wir in den letzten Jahren beobachten müssen, ist, dass das Triebsterben auch weiter in das Berggebiet Einhalt gebietet, sprich einerseits entlang der Hohen Wand in das Schneeberggebiet, aber auch bis nach Glocknitz in die Rax-Region vorkommend. Neben den bereits waldbaulich besprochenen Maßnahmen ist es aus unserer Sicht wichtig, bei künstlicher Begründung auf die Herkünfte und Arten zu achten. Unsere Erfahrung zeigt, dass Herkünfte aus trockenen Regionen widerstandsfähiger sind gegenüber dem Kieferntriebsterben. Dennoch wird vor allem die Schwarzkiefer in dieser Region weiterhin eine wichtige Bedeutung spielen. Sie kommt ja hier von der unteren bis zur oberen Waldgrenze vor. Das zeigt schon, welche breite ökologische Amplitude diese Baumart hat. Und sie wird in Mischung, nicht als Reinbeständen, aber weiterhin eine wichtige Mischbaumart bleiben, sowohl im Schutzwaldbereich als auch dort, wo sie konkurrenzfähig und wirtschaftlich interessant ist. Das sind vor allem Standorte geringerer Bonitäten. Das heißt, nach allen waldbaulich, standörtlichen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten wird die Schwarzkiefer weiterhin in unterschiedlichen Mischungsanteilen eine wichtige Baumart in unserer Region bleiben.